Schifffahrt, die bei uns als klassisches Gebiet vorhanden ist, findet heute mit dieser Ausstellung eine Brücke hinüber zu den Ozeanen, zur Meeresforschung, zur Umweltwissenschaft. Sie sehen, wie weit der Bogen ist. Wir wollen diese Sonderausstellung auch als Grundlage der Überlegungen machen, ob in Zukunft im Deutschen Museum das Thema Meeresforschung auch eine Dauerpräsenz verdient. Wir sind ganz bewusst heute auch mit dieser Pressekonferenz in das Zentrum Neue Technologien gegangen, weil die Thematik absolut mit der Zukunft, ja mit Überlebensfragen der Menschheit, glaube ich, kann man sagen, zu tun hat. Was ist ein Exzellenzcluster? Wer sind wir? 200 Wissenschaftler haben sich zusammengefunden, eine Partnerschaft gegründet, denn wir haben gemerkt, wenn man den Ozean verstehen will, seine Herausforderungen beleuchten möchte, dann braucht man mehr als Naturwissenschaftler. Wir brauchen die Ökonomen, wir brauchen die Juristen, wir brauchen aber auch die Kommunikatoren in der Kunsthochschule. Wir haben in der Ausstellung uns Leitfragen gestellt, die wir mit Ihnen teilen und auch versuchen zu beantworten. Wem gehört der Ozean, wem gehört der Nordpol? Wir fragen uns, können wir morgen noch Fisch essen? Wir haben einen kleinen Blumenstrauß von Themen aufgemacht. Wir fangen an mit Meeresspiegel, Meeresspiegelerhöhung, Klimawandel, Wasser wird wärmer, warmes Wasser dehnt sich aus, der Meeresspiegel steigt, Gletscher schmelzen, das Wasser geht auch in den Ozean rein. Wir wollen mit den Gästen, mit den Zuhörern, mit den Zuschauern denen das Erlebnis geben, wie ist es denn im Meer? Man hört schon ein bisschen ein paar Geräusche, Unterwassergeräusche, es wird dunkel. Dort kann man dann Meeresorganismen sehen, die wir präpariert haben in Gläsern, ein paar skurrile Fische und irgendwie so komisch aussehende Gestalten. Das sind die Organismen. Wir gehen weiter zum Meeresbeobachtungssystem, Roboter in der Meeresforschung. Wir gucken uns dann an, was in der Tiefsee passiert, durch Filme, durch Originalexponate, Gesteine und sehen, dass dort Ressourcen zu haben sind, vielleicht neue Energiequellen mit Gashydraten. Das sind die Ressourcenseite. Und dann gucken wir uns an die Probleme. Wir stellen dar, dass das Meer jetzt ungefähr schon die Hälfte des vom Menschen erzeugte CO2 aufgenommen hat. Das ist gut fürs Klima, es macht es weniger warm, aber CO2 macht das Wasser saurer. Das ist schwierig für die Organismen, die da leben. Wir zeigen das Relief des Meeresbodens. Das Meer ist ganz spannend unter Wasser. Das ist nicht nur die Wasseroberfläche mit den Wellen, sondern darunter ist viel los. Und dann haben wir diesen Future Ocean Explorer, das ist ein Multi-Touch-Tisch, nennen wir das. Da kann man sich vertieft mit den Themen der Meeresforschung beschäftigen. Da kann man die Experten mal reden hören, kleine Filme sehen. Das ist so ein multimedialer Bereich. Wir haben auch ein Spiel. Spielerisch kann man dort erfassen, wie schwierig das ist, Fischfang zu organisieren. Der Besucher wird zum Forscher selber. Er kann sich verschiedenen Bereichen nähern und ist aber hier eingebettet in einen atmosphärischen Gesamtraum. Das, denke ich, ist eben wichtig, die Konzentration und auch die Lust und die Neugier beim Besucher zu fördern. In der Tat bin ich heute besonders stolz auf unsere Cluster und insbesondere auf den Ozeancluster, denn es ist kein alltägliches Ereignis, dass wir im Süden der Republik in München eine schöne Ausstellung machen können und damit auch kommunizieren, dass im Norden der Republik exzellente Forschung gemacht wird. Und ich denke, etwas besonders Wichtiges ist die Wahrnehmung, dass wir hier nicht nur reine Meeresforschung vertreten haben, sondern wir arbeiten zusammen mit Juristen, wir arbeiten zusammen mit Wirtschaftswissenschaftlern, wir arbeiten zusammen mit Medizinern und auch mit Designern, die diese tolle Ausstellung hier gestaltet haben.
aus vielen Forschungsergebnissen ergeben sich ja auch Schlussfolgerungen für andere Forschung beziehungsweise auch für politisches oder gesellschaftliches Handeln. Und das muss vermittelt werden. Und das ist natürlich nicht nur eine Frage der Kunst, aber die Kunsthochschule im weitesten Sinne kann dazu beitragen, dass es eine lebendige Kommunikation dazu gestaltet wird. Sehr geehrte Damen und Herren, was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ist ein Ozean. So meinte einmal Isaac Newton. Das Deutsche Museum ist natürlich so etwas Ähnliches wie der Nabel der Welt in der Öffentlichkeitswirksamkeit. Und wenn man das geschafft hat, hier im Deutschen Museum zu sein, dann hat man wirklich Großes geleistet. Und das spricht auch für unsere Forschung, denn hier im Deutschen Museum werden wirklich nur Spitzenprojekte, wissenschaftliche Spitzenprojekte dargestellt.